Die Familie Thani dominiert diesen Staat, wie keine andere Herrscherfamilie einen Staat weltweit dominiert. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Wir sind Weltmeister, zumindest Brotweltmeister. Nirgendwo gibt es weltweit so viele Sorten wie bei uns. Im deutschen Brotregister, ja, auch das gibt es, sind mehr als 3200 Brotspezialitäten erwähnt. Brot ist unser Lebensmittel Nummer 1. Und mal ehrlich, das soll jetzt auch noch teurer werden? Wir fragen in Frankfurt, wo die Brotpreisschmerzgrenze der Hessinnen und Hessen liegt. Für ein gutes Brot zwischen 4 und 5 Euro würde ich schon ausgeben. Für ein gutes Brot vom Bäcker wäre ich aber schon 4, 5 Euro bereit zu zahlen. 3 Euro höchstens. 5 Euro würde ich sagen, genau sowas in die Richtung. Bis 4 Euro würde ich tatsächlich für ein Brot schon gehen. Alles darüber hinaus fände ich jetzt, ja, habe ich. Brot gibt es seit rund 22.000 Jahren. Bald könnten sie um die 8 Euro kosten. Das wollen etliche Bäcker in Hessen nicht hinnehmen, wie Till Steinhauer vom Hinnerbäcker in Wölfersheim. Eine Kundin hat ihn zum Umdenken gebracht. Da war jetzt eine Kundin, die sonst immer ein Stückchen und ein Brot nimmt und die hat nur ihr Stückchen genommen. Und da haben wir gefragt, hier, Sie haben ja gar nicht das Brot fürs Wochenende mitgenommen, wie Sie es jede Woche mitnehmen. Und sie hat gesagt, ja, ich würde ja so gerne, aber ich kann mir das auf Dauer nicht mehr leisten. Auf euer Stückchen kann ich nicht verzichten. Aber das Brot muss ich dann vielleicht beim Discounter holen, wo es günstiger ist. Und das haben wir gesagt, das kann ja nicht unser Ziel sein. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Kunden ermöglichen, auch gutes Qualitätsbrot von Handwerksbrot zu kaufen zum erschwinglichen Preis. Bei ihm gibt es jetzt eine Brotpreisbremse. Alle Brote für 2,50 Euro, auch die, die früher teurer waren. Doch damit lässt sich wenig bis gar nichts verdienen. Diese Brotpreisbremse ist uns möglich, weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Viele Unternehmen hatten Schwierigkeiten während der Corona-Zeit und wir sind da aber gut durchgekommen. Und wir sehen als Grund unsere treuen Kunden. Unsere treuen Kunden haben uns durch diese schwierige Zeit geholfen und jetzt wollen wir unseren Kunden durch diese schwierige Zeit helfen. Jetzt ist es quasi in unserer Verantwortung, den Kunden etwas zurückzugeben. Wir sind eine Bäckerei, wir sehen uns als Grundversorger und das Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Und es muss für jeden erschwinglich sein, für die Kunden. Laut Bäckerzentralverband betreiben etwa 60-70% der Bäckereien ihre Öfen mit Gas und das ist teuer. Das Mehl kostet 3-mal mehr als vor einem Jahr, ebenso der Strom. Deswegen hat auch Bäckermeister Andreas Ketsch aus Fürth reagiert. Bei ihm gibt es jetzt das Inflationsbrot, eine alte Tradition. Altes Brot vom Vortag wird als Altmehl dem frischen Teig beigemengt. So spart der Bäckermeister Rohstoffe und der Kunde Geld. Der Kunde, der spart halt und da müssen wir uns einfach irgendwie Gedanken machen, was können wir weitergeben, wo kann der Kunde auch bei uns sparen. Wie viel günstiger ist das Brot jetzt dadurch geworden? Das Kilo 1 Euro günstiger und das normale Brötchen, also das Schnittbrötchen, das sind dann ungefähr noch mal so 11 bis 12 Cent, was günstiger ist. Auf Qualität wollen die Bäcker nicht verzichten. Das ganze Sortiment werden sie aber wohl nicht immer bedienen können. Doch man ist zuversichtlich, dass die Kunden ihre Handwerkskunst weiterhin schätzen. Und habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Kunde damit leben kann, wenn immer was nicht produziert wird. Weil wir gucken halt auch, dass wir in der Backstube die Abläufe anders organisieren, die Ofenbelegung anders haben, um Energie zu sparen. Und wenn dann mal was gestrichen ist oder was weg ist, dann sagen die Leute auch nicht, oh, wie schlimm, sondern die akzeptieren es. Die haben einfach gelernt, auch mit der Situation umzugehen. Ob Brotpreisbremse oder Inflationsbrot. Brot ist ein Grundnahrungsmittel und das muss sich doch wohl jeder leisten können. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Katar ist ja widersprüchlich. Ich denke, Katar hat es geschafft, sehr viel Einfluss zu kaufen. Und wenn sie einmal angefangen haben, ist es sehr schwer, das wieder zu stoppen. Katar ist tatsächlich der Weltmeister im Aufbau von weicher Macht. Katar hat damit genau das erreicht, was es wollte.